hier bin ich mal wieder. Ich habe mich heute ein bisschen Smokey-mäßig geschminkt und habe dabei mal die Kamera laufen lassen. Das ist einer meiner liebsten Looks. Klingt zwar ein bisschen abgedroschen, aber ich differenziere da einfach unter den Looks, die sich für mich einfach bewährt haben, die ich wirklich zum zigsten Mal nachschminke, einfach weil ich sie als Kombination klasse finde und sie mir, wie ich finde, persönlich ziemlich gut stehen. Ihr wisst ja, blaue Augen habe ich und dadurch, dass es weder so richtig grau noch braun ist, finde ich, betont es ganz schön. So dass die typische Smokey-Eye-Technik ist das jetzt nicht. Es ist einfach eher Smoky, weil ich finde, die Farbe sieht ziemlich schmoky aus. Schmoky Maggi Eyes. Zu so einem Look empfehle ich persönlich dann ein bisschen auch ruhig die Wangen zu betonen. Nicht dunkel, sondern einfach ihnen so ein bisschen einen kleinen Farbkick zu geben. Und auf den Lippen unbedingt Nude. Des Weiteren ist dieses Video auch eine kleine Pinselempfehlung von mir. Ich habe jetzt meine 4 liebsten Pinsel hergenommen. Ich dachte, ich stelle sie euch so vor. Wahrscheinlich habe ich sie schon in den anderen Videos schon mal verwendet. Aber diesmal halt wirklich nur die. Sie haben sich einfach als meine Lieblinge herauskristallisiert und ich bin echt ein ziemlicher Pinsel-Junkie. Ich habe so viele Pinsel, von billig bis teuer. Und auch viele, wo ich dachte, oh, ist vielleicht ein Dupe von meinem Liebling, aber die 4 nehme ich intuitiv immer daher. Ich kann euch das auch gar nicht theoretisch richtig begründen. Vielleicht, es ist immer die Kombination von vielen guten Eigenschaften, wo andere Pinsel eben nicht all diese mitbringen. Es ist die Haarqualität, es ist die Frisur, also der Schnitt und sich daraus ergebende Steifheit, also Formstabilität und eben der Druckpunkt, weil viele Pinsel haben wirklich einen schlechten Druckpunkt. Gerade die billigen, die sehen vielleicht einem teuren Pinsel, der sich bewährt hat bei anderen, ähnlich in der Form, aber oft ist es so, wenn man dann guckt, wie zum Beispiel bei kreisenden Bewegungen, dann gehen oft nur die mittigen Haare mit und die äußeren fliegen da irgendwie in der Gegend herum. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Attribut, wo ich auch stark drauf achte. Und die 4 haben sich wirklich bei mir bewährt. Ich möchte sie, ich sage nicht, die muss man haben, aber für mich sind sie meine Lieblinge. Also meine Empfehlung, die 4 in der Sidebar. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Vielleicht könnt ihr die ein oder andere Inspiration mitnehmen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich habe meine Augen jetzt schon vorbereitet. Ich fange mit meinem 242 von MAC an. Das ist so ein flacher Pinsel. Von der Form her als Alternative gibt es die Serie von zum Beispiel Da Vinci. Allerdings sind das, wie ich schon mal sagte, alles echte Haare. Dies hier ist eine Mischung aus synthetischem und Tierhaar. Und ich finde, das macht sich bemerkbar und darum mag ich ihn sehr gern als Grundpinsel. Ich verwende auf dem Großteil meines Lides heute Diane Brill Metallic Glaze. Das ist für mich mein allerliebster Lidschatten, so weil er ein toller Allrounder ist. Den verwende ich in der Mitte und ziehe ihn auch bis nach außen hin. Die Form könnt ihr an euer Auge angleichen und je nach Anlass dann höher ziehen. Also richtig hoch wäre es schön dramatisch oder halt nur so ein bisschen schattiert. Ich habe mal wieder nicht unterm Auge Puder aufgetragen, obwohl ich daran gedacht habe. Und unten mache ich auch schon mal. Das geht mit dem Pinsel auch sehr gut, weil er halt so flach ist. Es wird zwar nicht sehr präzise, wie vielleicht mit einem noch flacheren, synthetischeren, wie dem MAC 212, aber ich finde, das ist okay. Man kann gegebenenfalls ausbessern. So. Nun nehme ich MAC's Cloudbound, den ich ja schon in dem violetten Video genommen habe. Im Prinzip ist dieser Schritt ziemlich willkürlich, also beziehungsweise die Farbe. Müsst ihr wissen, ihr könnt auch ein normales silbriges oder so nehmen. Ich verwende wieder den MAC. Einfach für das letzte Drittel. Ich finde, der harmoniert halt schön mit den anderen, aber es sieht mit einem silbernen oder so einem beigen Champagnerton auch genauso gut aus. Im Prinzip ist er ziemlich nebensächlich. Nun nehme ich auch einen meiner Liebsten von Coastal Sands. Das ist der
Detail irgendwas Pinsel, kostet nur $2. In meiner nächsten Order sind bestimmt 2 weitere mit, weil ich den echt hervorragend finde. Und dann mache ich, das eignet sich prima für den Bereich hier. Und wenn ihr mit einer präzisen Banane arbeitet, ist der auch super. Also er macht wirklich den schönen Bogen. So, und zu guter Letzt nehme ich NARS Night Clubbing. Den habe ich auch total gern. Das ist nun zu meinem allerliebsten Pinsel aller Zeiten, den ich ja schon in jedem Forum dieser Welt gelobt habe, von Da Vinci. Der kostet so zwischen 10 und 14 Euro. Ist zwar nicht billig, aber ich hatte diesen Pinsel vor jedem MAC-Pinsel, den ich besessen habe. Und bisher hat keiner es erreicht, so zu arbeiten wie der. Weil die Form perfekt ist, die Frisur perfekt ist, die Druckpunkte sind perfekt gesetzt. Er ist soft, aber trotzdem bietet er Widerstand. Und theoretisch kann ich mein komplettes Augen-Make-up damit machen. Diese Lidschatten sind extrem pigmentiert, darum braucht man nur ein paar Stupsel. Und darum hier außen dunkel und reinarbeiten. Ihr könnt, wenn ihr das ein bisschen rauchiger möchtet, auch einen Blender-Pinsel nehmen. Also sowas wie MAC's 217er. Ich arbeite aber wirklich am liebsten mit dem, weil er so schön präzise ist. So, einen schönen Übergang. Bei offenem Auge dann die Form so ein bisschen checken. Ich gehe gleich nochmal mit dem Metallic Glaze drüber. Ich nochmal den Stummel für hier unten. Und hier. Also ich finde es sehr schön, wenn gerade in diesem letzten Winkel hier es einfach schwarz ist. Das ist so mein persönliches Anliegen. Wer es nicht so dunkel mag, dann ist es natürlich nicht das Richtige. So, ich nehme dann nochmal den Metallic Glaze. Gehe nochmal drüber, damit das alles schön homogen wird. Und weil ich das noch ein klein wenig höher ziehen wollte. So. Und das wäre es auch schon im Prinzip. Heute brauche ich irgendwie gar nicht viel ausbessern. Wenn ich es machen würde, so genauso wie das Highlight, würde ich mit meinem Liebsten machen. Ich nehme zwar auch gern den MAC 275er dafür, den finde ich auch prima, aber dadurch, dass der hier rund ist und wie ihr vielleicht seht, könnte man ihn glatt für den großen Bruder vom Da Vinci halten. Also ich habe wirklich eine Schwäche für Rundpinsel. Ich finde, ja, er ist halt ein bisschen präziser. Mit dem anderen kann man eine größere Fläche gut bearbeiten, aber der hier, ich gehe nochmal mit Poulet drüber. Und als Highlighter nehme ich heute mal Shroom von MAC. Das ist halt nur so ein bisschen Glanz für hier oben. Also alles in allem kann man das hier jetzt ziemlich gut variieren. Entweder man macht noch mehr Schwarz dazu, damit es noch ein bisschen dramatischer ist. Und ansonsten kann man diese 3 Farbblöcke ziemlich gut verschieben. Sprich, wenn ihr diesen ganzen Look ein bisschen dezenter haben möchtet, dann macht ihr mehr von dem Innenton über das ganze Lid und fängt mit dem Diane Brill oder jeglichem anderen so grau-braunton erst im zweiten Drittel an und macht nur eine ganz leichte, präzise, dunkle Banane. Oder, wie gesagt, ihr schiebt das komplette nach innen, sprich der helle Ton fällt weg. Dann wird es halt noch ein bisschen dramatischer. Also man kann da ziemlich schön mit herumspielen und ich finde die Farben einfach so schön basic. Ja, das ist mein persönlicher Smoky Eye. Ich verwende jetzt nochmal schnell Mascara und einen Lidstrich, wo ich auch nochmal ein Video zu mache. Und dann sehen wir uns gleich kurz wieder. So, geschafft. Macht's gut. Tschüss.